Ich bin freier Künstler, Unternehmer und Initiator des Projekts Gegen das Warten, der Ausstellung für das Huhn. Ich betreibe seit Jahren die Rebellart-Galerie am Brühl, ein Unternehmen zur Fassadenmalerei im Nachbarhaus und bin halt, sag ich mal, Anstifter unseres Netzwerks. Es ging halt einfach darum, das neue Publikum zu begeistern. Aufgrund der aktuell gegebenen Einschränkungen ist es ja nicht möglich, Menschen in die Ausstellung zu lassen. Und der Impuls dazu war ja im Grunde genommen halt eine Notwendigkeit unserer Existenz halt zu geben. Ne? Also einfach, ich meine, wir als Künstler produzieren halt schon für Lob und Kritik. Wir malen Bilder, damit die Leute gut oder eben auch schlecht finden. Sicherlich ist das Ziel, halt Begeisterung zu erwecken, aber man will ja auch manchmal ein bisschen anstößig sein, wie auch immer. Das ist jetzt halt lange nicht gegeben gewesen. Und die Suche nach dem neuen Publikum war halt einfach irgendwie wie so ein neuer Motor, so ein neuer Grund, so ein neuer Antrieb, halt wirklich über eine Sache nachzudenken. Denn die Idee war ja jetzt wirklich auch das Kunstinteresse des Huhns und der Hähne halt zu bedienen und zu erwecken. Und ja, man ging halt anders ran, ne? Als so eine Ausstellung für Menschen. Also weil wir haben selber Hühner, also wo ich herkomme, wo ich lebe halt. Und ich habe mich auch mit diesen Hühnern noch nie größerartig oder tiefer beschäftigt. Und so habe ich mich dann praktisch bei uns erstmal ein paar Tage lang mit in den Hühnerstall gehockt. Und dort fotografisch so meinen Weg gefunden halt, oder zumindest erstmal Kontakt aufgenommen. Also die Hühner haben ja auch zuerst Angst vor mir gehabt. Und nach 3-4 Tagen hat sich das dann total entspannt sozusagen halt, dass wir dann zusammen mehr oder weniger im Gehege die Zeit verbracht haben. Und man lernt dieses Individuum Huhn dann auch erstmal ganz anders zu sehen. Das ist eine Fotoserie, die ist aber gemischt. Also einerseits diese Hühner, die wir haben, halt praktisch so als Porträt, als Inselporträts mehr oder weniger, die jetzt auch dem Vernissage-Publikum halt vorgestellt werden. Hier, das sind die Hühner aus einer anderen Stadt. Und zum anderen hatte ich aber noch eine Serie, da haben wir geschlachtet. Das ist halt bei uns eher ein natürlicher oder sagen wir kein industrieller Vorgang. Und es baut aber so einen Spannungsbogen auf. Zwischen dem, was ist das Huhn in seiner individuellen Art, mehr oder weniger, und dem, was machen wir draus. Man kann zurzeit halt irgendwie kaum Kontakt mit Menschen, so im normalen sozialen Leben, und als Künstler dann ausstellungsfaktisch einfach nicht möglich. So. Und da fand ich die Idee mega cool, einfach Hühner. Den Hühnern die Möglichkeit zu bieten. Ich dachte so, okay, die rezipieren natürlich Dinge wahrscheinlich ganz anders. Ich habe ja keine Ahnung. Ne? So bin ich natürlich mit einem sehr menschlichen Verständnis rangegangen. Und da fiel mir halt als erstes aus meinem vegetarischen Kontext ein natürlich die Ausbeutung der Hühner. Und dieses eine Bild, wo der brennende Hähnchengrill drauf zu sehen ist, ist natürlich einfach klassischer aktivistischer Ansatz. Voice to the voiceless. Und ein anderer Ansatz war, und da habe ich einen guten alten europäischen Gedanken verfolgt, wenn es um Thema Glauben geht. Mensch, was könnten denn die Hühner so glauben? So, haben die eine Religion? Haben die Götter? Und da fiel mir nur der Gedanke Hühnergott ein. Gibt's ja irgendwie. Und da habe ich ein paar Hühnergötter gemalt und dachte so in europäischer Manier, ich gehe jetzt einfach dahin und bringe denen einfach einen Glauben. Ich zeige denen das jetzt mal, wie das geht, baue einen Altar auf, den Opfergaben auch mit hingelegt, und die Hühner sind aber auch nicht so richtig drauf eingegangen, haben sich den Glauben nicht so überstülpen lassen, haben den Altar geplündert und sind wieder abgehauen. Also der Gedanke ist gescheitert. Es scheint anscheinend auch kein Prinzip zu sein, was gut funktioniert. Wenn nur noch das Geld, die Gier nach Macht und Geld in unserer turbokapitalistischen Welt ins Spiel kommt und die Kunst beiseite gelassen wird, im Moment ja auch wegen dieser Pandemie-Geschichte, das ist ganz schlimm, denn die Kunst ist ein seelischer Stabilisator. Ja. Also ich glaube, Kunst sollte bei allem Bemühen, auch um Harmonie und Schönheit zu zeigen, auch kritisch sein. Sie sollte den Menschen zum Nachdenken bringen. Ja? Sonst genügen vielleicht nur bunt gedüpfelte Tapeten.
Aber sie kann auch schön sein. Nicht, dass man nur bloß immer mit solchen Gedanken im Kopf dann aus dem Museum geht. Also erstmal habe ich mir überlegt, was gibt es denn für eine Schnittstelle zwischen mir und den Hühnern. Das Ei war da eben relativ naheliegend und ich habe mir dann schon Gedanken gemacht, was das Ganze für die Hühner bedeutet und wie wir das normalerweise wahrnehmen. Und ich kenne das Ei aus dem Supermarkt, wie das da fein säuberlich eingereiht in den Kisten ist. Also für uns ist es ein Produkt, damit muss man arbeiten können mit dem Ei. So, und für die Hühner bedeutet das natürlich neues Leben im besten Fall. Und das habe ich dann eben auch versucht, wieder mit anderen Elementen darzustellen oder eben durch das Küken in dem anderen Bild. Ich meine, sonst überlege ich halt relativ lange, bevor ich irgendwas mache. Mache dann vielleicht meistens gar nichts, weil ich es mir halt total zerdacht habe. Aber diesmal, um das Ganze halt zu beschleunigen, dachte ich mir, gut, sobald mir was einfällt, mache ich es. Und konnte dann immerhin 2 Bilder dazu beitragen. Also ich habe mich jetzt nicht direkt mit Hühnern direkt auseinandergesetzt. Für mich war das Huhn eigentlich bloß so eine Metapher, ne? So für die geht halt nicht mit Menschen jetzt, machen wir mal was für Hühner. Und trotzdem so eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei, ne? Bei dem Spaß irgendwie. Aber jetzt, dass ich mich direkt unter Hühner gemischt habe und da versucht habe, wie ein Huhn zu denken, so nicht. Ne? Aber es war jetzt gerade auch in Homeoffice-Zeiten, wo man ja auch viel Zeit hat für sowas. Die Hühner sind ja wirklich durchgelaufen wie Menschen. Ne? Also ich fand es großartig, wie die da durchgestarkst sind. Und teilweise haben ja auch Hühner wirklich, hat man das Gefühl gehabt, die haben wirklich die Bilder angeguckt. Ne? Es gab einen Prozess. Also ich habe jetzt mich nicht direkt wie die anderen Kollegen mich direkt mit den Hühnern da beschäftigt, sondern fand es halt spannend, das so ein bisschen umzumünzen auf Menschen, so diese ganze Geschichte. Und ja, das ist die kleinere Arbeit von mir und die größere ist einfach nur, ich wollte einfach was Buntes machen. Ich fand dieses Huhn witzig da mit diesen Federn, die kaum noch aus den Augen gucken kann und wollte halt irgendwie diese Federn da irgendwie bunt, knallig irgendwie gestalten. Dass es irgendwie einen Blickfang hat und dass es irgendwie eine Aufmerksamkeit erreicht. Für die Arbeit hat natürlich auch irgendwie eben so dieser Gedanke halt, die neue Zielgruppe halt irgendwie mitzureißen, halt, also der hat da schon dominiert. Zum einen habe ich mich in Kritik geübt, ne, eben mit dieser Installation Die Welle oder mit diesem goldenen Käfig. Da ging es halt ja auch schon zum einen eben um diesen Überfluss in der Gesellschaft, eben auch in dieser Hühnergesellschaft, na, um dieses alles, was man doch hat, außer eben seiner Freiheit. Das hatte im Schaffensprozess dann natürlich auch verschiedene Parallelen aufgeworfen. Ja. Bildinhalt waren ja Mehlwürmer, ja, in Übermengen. Und die andere Seite war halt ja natürlich so ein bisschen das Huhn mitzunehmen. Ne? Also dieses Werk aus diesen Teebeuteln zum Beispiel. Also da war jetzt einfach auch meine Überlegung, damit könnte ich schon ein Interesse wecken. Ne? Diese Bändeln, an denen man so ein bisschen spielen kann, die unterschiedlichen Gerüche, vielleicht auch die Farben, und hatte halt gehofft, dass ich das Publikum damit mitnehme. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Ja gut, und dann dieses Werk mit den 2 Hähnen als Zentrum des Universums. Also damit habe ich halt gezielt auch unser Publikum angesprochen und eben auch 2 Gäste der Ausstellung halt eben in den Mittelpunkt der Arbeit gerückt, in der Hoffnung, halt vielleicht das Werk an diese 2 zu verticken. Ja, man kann sich immer als Mensch da irgendwie versuchen reinzuversetzen, aber 100% geht das ja nicht. Ne? Und deswegen habe ich auch Einflüsse. Also ich habe gedacht, was fände ein Huhn cool, wenn ein Huhn ein Mensch wäre. So, aber das ist halt immer so, also es ist schwierig, weil du versuchst ja trotzdem eine Öffnung von dem Gegenüber zu erlangen, wenn du Kunst machst. So, dass der andere sich damit beschäftigt, aber das kannst du ja von dem Huhn nicht erwarten. Jedenfalls aus der Perspektive, die ich jetzt so einnehme. Ne? Und
das war halt das Spannende. Und du kommst immer wieder an den Punkt, wo du sagst, du kannst nur als Mensch handeln und denken, wie ein Huhn versucht zu denken, aber du wirst niemals dahin kommen. Ja. Dabei, ne? Also ich fand die Fotoserie vom Jan Tau halt sehr provokativ, also jetzt auch gerade für das Publikum, aber die wurde ja auch echt gut angenommen und ich finde, es sind klasse Fotos. Die Installation vom Mont Blanc, geil, halt mit den Hühnergöttern, auch eine schöne Idee. Axel, Philipp, auch coole Sachen, also es ist halt jeder auf seine Art und Weise rangegangen. Ich finde, das ist eigentlich nie ein Favoriten, ne? Nee, das war ein geiles Projekt. Ich glaube, jeder hat gewonnen. Aber ich fand es spannend, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen, auch mal so die Perspektive zu verändern und habe mich der Herausforderung gestellt und finde auch die Ausstellung an sich dann jetzt nach dieser Präsentation und nach diesem Livestream sehr spannend, was dabei rausgekommen ist. Man kann das ja durchaus als Gesamtkunstwerk betrachten, die ganze Ausstellung. Es lief gesitterter dazu, als ich es mir vorgestellt hätte, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, die Hühner, die laufen da viel wilder durcheinander, aber man könnte halt fast annehmen, die haben das Angebot gut angenommen und sind da auch mal hier und da vor einem Bild verweilt. Und ja, ich hoffe, denen hat es gefallen. Das Publikum hat jetzt auch sich so groß nicht von einem klassischen Ausstellungspublikum unterschieden. Also es war Interesse da, es war Desinteresse da, es wurde gepöbelt. Also es war schon irgendwie, ja doch, es war geil. Ich bin total begeistert. Dieser Ideenreichtum, ja, die Fantasie. Ich musste so viel lachen, auch die Hühner, die sind ja auch begeistert gewesen. Ja, also die guckten ja zum Teil auch die Bilder an oder so. Und also diese Idee dieser Brühlrebellen hier, die sind in jeder Weise, glaube ich, zu loben. Ja. Ich hoffe schon, dass es halt jetzt eben nicht nur so eine Eintagsfliege war. Natürlich ist das halt dann eben auch ganz extrem vom Erfolg der ganzen Geschichte abhängig. Da müssen wir jetzt halt einfach auch mal sehen, was im Nachgang da noch kommt. Aber es war auf jeden Fall ein Interesse da und sicherlich denke ich, die Idee wird weiterverfolgt.